Ich bin hier in Medjugorje und bin mit, wie heißt du? Margot. Margot, woher kommst du? Aus Obersüßbach in Niederbayern. In Niederbayern. Das ist noch ein Ort, ich habe einen Freund, der ist jüdischer Rabbiner, der kam aus Israel nach Deutschland. Und der hat gesagt, er war vorher total Angst vor Deutschland gehabt. Und dann hat er gesagt, es gibt einen Ort in Deutschland, wo die Leute Grüß Gott am Telefon sagen. Und seitdem hat er gesagt, möchte er in Deutschland begraben sein, weil es gibt es nirgendwo, wo die Leute Grüß Gott sagen. Da kommst du her aus der Region, oder? Ja, richtig. Ja, wunderschön. Sehr katholisch dort? Katholisch schon aufgewachsen, ja. Doch, ja. Und will noch dazu sagen, ich habe kroatische Leute getroffen, die haben gesagt, sie sind nach Bayern gefahren und die spüren den Unterschied. Da ist der Geist noch da in Bayern. Und warum bist du katholisch? Was ist so schön an deinem katholischen Glauben? Also zum Ersten bin ich halt so aufgewachsen und reingewachsen und habe dann irgendwann auch selber, also erst nochmal die Liebe zu Jesus ist gewachsen einfach und dann zur Eucharistie, zu den Sakramente allgemein, ja, Maria, ja. Du hast gesagt, da ist eine Liebe zu Jesus gewachsen. Eine Liebe wächst nur, wenn man jemanden erfahren hat, kennengelernt hat. Wie hast du Jesus kennengelernt in deinem Leben? Schwierig, das ist eigentlich schon, haben meine Eltern schon vermittelt und mein Heimatpfarrer, also da war einfach Jesus bei mir von Anfang an einfach da. Also so als Freund erstmal und dann, schwierig, immer wieder ein Freundeskreis und dann haben wir immer mehr noch Jesus eigentlich kennengelernt. Gebetskreis und eben Messe, so oft man in die Messe geht, wächst man. Ja? Ja. Und wann kamst du das erste Mal nach Medjugorje? Die junge Dame übrigens auch. Erste Mal in Medjugorje, oder? Nein! Die Ach, ist schon öfters? als Baby. Schon als Baby? Ja. Deswegen bist du so hübsch. Bist ein Medjugorje-Kind. Immer hier. Wann kamst du das erste Mal? Das erste Mal, Ja? wie ich verheiratet war und da haben wir unser erstes Baby schon gehabt. Und seitdem fahren wir jedes Jahr, anfangs zweimal im Jahr und jetzt jeden Sommer 3 Wochen, wenn es geht. Warum? Das ist unser Urlaub, unser Familienurlaub. Andere fahren ans Meer. Warum kommt ihr nach Ja. Medjugorje? Weil wir da einfach auftanken, auch erholen, viel besser als an einem anderen Urlaub. Tagsüber machen wir dann mit den Kindern was, fahren ans Wasser und erholen uns so, gehen auch essen gut. Aber morgens gehen wir in die Deutsche Messe, das ist der Start. Und abends machen wir das Abendprogramm mit. Hinten auf der Wiese, wo die Kinder sich ein bisschen bewegen können und trotzdem hier gut auftanken können. Ja, schön. Und du hast gesagt, die Messe stärkt dich. Viele Leute verstehen nicht mehr, was ist die Eucharistie, die Heilige Kommunion. Was willst du Leuten sagen? Warum stärkt dich die Messe? Ich denke, das ist die Heilige Kommunion, die dich stärkt. Und was ist die Heilige Kommunion? Viele verstehen das auch nicht mehr. Also, ich komme da zu Jesus mit allem, was ich bin und mit allem, was mich gerade beschäftigt oder belastet oder auch freut oder auch mit der Dankbarkeit, mit allem komme ich zu Jesus, das lege ich ihm hin und bitte ich, dass er es auch verwandelt und dann, ja, dass er auch mich wandelt. Das ist jetzt einmal Gabenbereitung zum Beispiel so ein Thema. Aber auch, wenn ich Jesus im Leib zu mir nehme, dann, ja, das ist, ich nehme Jesus auf. Und Jesus ist ja der mir das Leben schenkt. Nicht nur da schon mal das Leben geschenkt hat, sondern mir das ewige Leben schenkt. Durch seinen Tod, dadurch, dass er sich hingegeben hat. Also ich kann ja gar nicht anders als Nein sagen, als zu kommen und ihn zu feiern und dankbar zu sein und ja, mich von ihm wandeln lassen, ihn handeln lassen, mich von ihm lieben lassen einfach. So schön ausgedrückt. Das Beste, was ich bis jetzt so gehört habe. Und Medjugorje ist bekannt, es ist der Beichtstuhl der Welt. Das hört sich so komisch an irgendwie, weil hier die Beichträume sind nicht dunkel und man sieht den Priester, man kann draußen unter dem Baum sitzen. Was würdest du Leute sagen, warum soll man keine Angst vor der katholischen Beichte haben? Man soll einfach mal hingehen und beim Priester sein Herz ausschütten. Das ist, also ich habe da jetzt noch nichts Negatives erfahren. Das ist so befreiend. Also wenn man bringt was in
belastet und dann auch, ja, oft in Beziehungen ist oft schwierig und dann schaut der Priester das mit einem an und dann hat man oft einen ganz anderen Blick und dann sieht man, ach ja, stimmt, da ist ein Wunderpunkt, da ist bei mir eine Wunde, da ist beim anderen eine Wunde und dadurch entstehen Streitigkeiten oder ja, so viel, das ist so befreiend und aufbauend und heilend. Und da kann man einfach Schritt für Schritt gehen, von Beichte zu Beichte. Das muss man einfach mal ausprobieren. Und es tut nicht weh, es kostet Nein, nichts. gar nicht. Es ist Wie du sagst, ne, dass wir diesen Schatz, deswegen mache ich diese Videos, dass wir diesen Schatz, den wir haben, wieder kennenlernen, oder im Endeffekt. Und du sagst, du lässt Jesus in dir wirken, hast du festgestellt, wenn du lebst mit der Intention, dein Wille geschehe in meinem Leben, dass sich die Probleme bleiben da, aber die Perspektive auf die Probleme werden anders und du hast jemanden lebendigen Gott, der dabei ist und dir hilft. Hast du die Erfahrung schon gemacht? also gerade das Dein Wille geschehe, das ist was man, glaube ich, immer wieder beschäftigt und immer mehr, je mehr man seinen eigenen Willen loslässt und sich Gott überlässt, also ihm vertraut. Und das kann man, wenn man mal irgendwie verstanden hat oder versucht hat zu verstehen, dass Gott nur gut ist. Dass Gott nur, der Priester hat einmal gesagt, Gott kann nur Gutes. Er ist nur gut, er ist nur Liebe. Und wem soll ich dann vertrauen? Wenn ich dann Gott voll vertraue, dann muss ich eigentlich vor nichts mehr Angst haben, nichts mehr fürchten. Dann kann ich auch meinen Willen loslassen und mich ganz ihm überlassen. Und du hast die Erfahrung gemacht, dass dieser Gott Liebe ist, ein Ozean der Liebe, weil viele Leute denken, das ist ein alter Mann mit einem weißen Bart, wir machen Fehler, gerade in Deutschland, und er ist glücklich, kann uns in die Hölle schicken. Denken viele Leute, also es sind 2200 Interviews bald und weltweit, oft denken die Leute. Es hängt mit dem Vaterbild zusammen, von dem biologischen Vater. Aber du hast eine andere Erfahrung gemacht. Es ist Ja. wirklich Liebe. Du strahlst auch. Ja. Ja? Vater, der nur Liebe ist, der mich immer anschaut, nur mit Liebe und egal, was ich gerade wieder verkehrt mache oder wo wieder irgendwelche komischen Zwistigkeiten sind oder was, er schaut mit Liebe auf mich und ich weiß, es wird alles gut, wenn ich ihm nur immer alles überlasse. Schön. Der macht aus allem Schlechten und aus allen Wunden macht der was Wunderbares. Der hat für alles eine Lösung. Genau. Man muss ihn nur fragen, oder? Das ist ein lebendiger Gott. Ja. Hast du ihn in deinem Leben erfahren? Ja, immer wieder, ja. Schön. Ja. Und was ist Medjugorje für dich? Du kommst so oft hierher. Was willst du Leuten sagen? Warum Medjugorje? Was ist so schön hier? Das ist irgendwie, wir sind da daheim. Ja? Sagen alle Wir sind weltweit? da daheim und das ist mir die Tage mal so aufgefallen, als ein Priester gesagt hat, Maria, unser aller Mutter. Ja klar, wenn wir zur Mama kommen, dann fühlen wir uns deswegen wahrscheinlich so daheim. Genau so ist es, oder? Meine Mutter gestorben, das Herz der Familie ist weg, genau so ist es. Und die ist wirklich hier, du spürst, du kannst die Präsenz von ihr hier spüren. Ja, irgendwie. Ja. Man kann es nicht direkt festmachen, aber irgendwie schwer zu beschreiben. Ist der Geist vielleicht, der in den Leuten ist, dass wir alle? Wahrscheinlich. Die Gemeinschaft unter den Christen, das ist, habe ich noch nirgendwo so erfahren wie hier. Und jedes Mal neu, jedes Mal anders. Man lernt immer wieder neue Menschen kennen und es ist so eine Familie irgendwie. Und findest du auch, weil gerade in Deutschland haben wir das im Moment, dass sehr starke Spaltungen sind, dass die Leute nicht mehr miteinander reden. Dass man hier wieder lernt, Gemeinschaft, zusammenreden, austauschen. Vielleicht für Menschen, dass die mal hierher kommen und auch wieder Gemeinschaft erleben. Dass man andere Meinungen haben darf, aber sich nicht dann gleich trennt und so weiter. Ja. Also wir führen viele Gespräche, sei es mal da oder mal am Campingplatz oder mal am Wasser oder irgendwo, da kommen so Gespräche, findet man die Zeit und irgendwie ist da so ein anderer Geist, muss ich auch sagen. Man kann miteinander reden
ohne so ein Gegeneinander. Genau. Das ist überall momentan. Ne? Und hast du einen Lieblingsheiligen? Ja, Wer ist meine der? absolute Liebste ist die kleine Therese von Lisieux. Warum? So toll. Weil die so einfach ist und so klein, so demütig und weil sie sich einfach ganz in die Arme Gottes wirft und er einfach nur vertraut. Also einfach nur machen lässt und mit allem zu ihr kommt. Ihm alles, zu ihm kommt und ihm alles hinlegt und sagt, ich vertraue dir. Du machst. Und sie sagt noch abschließend auch dazu, sie sagt, kleine Dinge mit Liebe gemacht sind Ja. große Dinge. Nicht vom Kopf, sondern aus dem Herzen. Für uns Deutsche vielleicht wichtig, nicht so verkopft sein, sondern mal aufs Herz hören. Dann werden wir alle weicher. Kann das sein? Ja. Und jeder Kleinigkeit im Alltag so, man kann eigentlich immer Jesus lieben. Bei jeder Kleinigkeit, wenn es jetzt das kleine Kind ist oder der Partner ist oder die Hausarbeit ist, irgendwo. Man kann in allem sagen, Jesus, das mache ich jetzt aus Liebe zu dir oder ich liebe dich jetzt durch den Menschen. Ja. Wow, schön, wie du das sagst. Und wie oft war dir in Medjugorje? Ja, ich kann es jetzt nur schätzen, wenn ich, unsere Älteste ist 26 und anfangs waren wir also an die 30 Mal oder so. 30 Mal. Wow. Und was würdest du Leuten sagen, warum man nach Medjugorje kommt? Also zum Auftanken oder wer es noch nicht kennt, er soll es einfach mal selber anschauen, selber erleben. Das muss man mal erlebt haben. Und man soll ruhig mit Fragen zu Gott kommen und mit Bitten und ihm alles hinlegen. Und der wird antworten. Und dir gefällt auch Medjugorje, junge Dame? Warum gefällt es dir, Medjugorje? Das Strahlen sagt alles. Und kannst du sagen, die Schwester Lucia in Fatima sagt, der Kampf ist für die Ehe, wir sehen alles irgendwie durcheinander, viele Scheidungen, alles irgendwie durcheinander. Du hast einen katholischen Ehepartner, betet ihr zusammen und du kannst sagen, der Glaube hält euch zusammen und das macht die Ehe schöner? Ja, also wir schalten abends immer Medjugorje ein und beten da unseren Rosenkranz mit und holen Zusammen? Medjugorje heim. Wow. Genau. Und auch wenn schwierige Zeiten sind, wenn man sich an Jesus festhält und fest vertraut, kommt man durch und ihm alles übergibt. Und dann muss man auch durch manche Kämpfe durch, wieder zu der ersten Entscheidung. Zurück. Und da geht Gott mit. Und was ist der Pater Pio sagt, der Rosenkranz ist die Waffe unserer Zeit. Warum ist das Gebet so kraftvoll? Was willst du Leuten sagen? Warum ist der Rosenkranz so stark? Vielleicht, also für mich ist der Rosenkranz einfach ein sich hingeben, einfach sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen und ja, an der Hand der Mutter Gottes einfach alles Gott übergeben. Alles Gott anvertrauen und glauben. Und die Zeit, die man sich nimmt und das Beständige bleiben, das ist einfach Liebe, in Kontakt bleiben mit Gott. Ja, ist der Ehepartner, ist das der Ehepartner? Nein, Ist das jemand anderes? das sind so Freunde, die haben wir auch hier kennengelernt, obwohl sie aus Bayern sind, aus der Strahlen Nähe. auch beide. Ja. Hier lernt man sich kennen und hier trifft man sich. Ja, schön, oder? Ja. Diese Gemeinschaft. Das ist wunderbar. Und ist es schwer? Viele Leute, ich glaube, das was sehr Intimes ist, zusammen zu beten. Ist das schwer? Oder was würdest du Leuten sagen, Rosenkranz mit dem Ehepartner zusammen zu beten? Ach, das ist... nein, gar nicht. Also bei uns ist es auch sogar ganz, wie soll ich sagen, wir legen uns sogar aufs Sofa. Schön. Wir kommen da zur Ruhe, legen uns hin und beten da unseren Rosenkranz. Das ist einfach so eine gemeinsame Zeit und eine Zeit mit Gott und ruhig werden und den Alltag beiseite schieben und einfach jeden Tag das beständig
in Ruhe. Und es gibt die Einfach Kraft, Zeit die für- Ruhe in der Familie dann auch? Ja, ja. Das strahlt ab in die Ehe rein, dass alles ruhiger ist, ausgeglichener. Wow. Ja. Wow. Möchtest du jemanden grüßen in Deutschland? Vielleicht gibt es da irgendjemanden, den du Hallo sagen möchtest? Die Oma, Ja? die Mama, Und die kann mein man- Herzen dabei haben. Genau. Oh, Entschuldigung, das war jetzt Na, ein mach Problem. das schon. Alles okay. Genau, ja, alle unsere Freunde, auch die jetzt vielleicht nicht da sind, die wir aber im Herzen mit dabei haben. Wow. Das Ja. kann ich sagen. Danke für das schöne Interview. Bitte.